Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video Inkscape für Einsteiger. Inkscape ist ein mächtiges, kostenloses Open-Source-Vektorgrafikprogramm, perfekt für Anfänger, aber auch für Profis. Was werden wir in diesem Video gemeinsam behandeln? Wir werden zuerst das Programm downloaden von der offiziellen Seite von Inkscape, inkscape.org. Weiters werden wir dann eine Einführung in die Benutzeroberfläche wagen, danach Grundlagen der Vektorgrafik, sprich Formen, Farben und auch Texte. Die neuen Features zu dieser Version 1.4 findet ihr in einem separaten Video an, das ich euch unten in der Beschreibung rein verlinkt habe. Weiters werden wir gemeinsam einfache Projekte für Einsteiger gestalten. Einen Hinweis, ihr könnt euch mit Hilfe der Kapitelmarken durch das Video navigieren. Die einzelnen Kapitel findet ihr unten in der Beschreibung an. Den Link zur offiziellen Inkscape.org Seite findet ihr auch in der Beschreibung an. Bitte verwendet aus Sicherheitsgründen nur Downloads von der Originalseite und nicht von Zweit- oder gar Drittanbietern. Wenn ihr auf dieser Seite gelandet seid, könnt ihr hier oben von Englisch auf Deutsch umstellen und hier unten jetzt herunterladen, könnt ihr einmal drauf tippen. Hier schlägt uns Inkscape bereits die optimale Inkscape-Version für uns vor und dann kann ich hier auf Download drücken. Wenn ihr Inkscape heruntergeladen habt, dann könnt ihr das Ganze mit einem Doppelklick öffnen. Gehen wir auf Next, auch das kann man überspringen, installieren. Hier meckern meine Sicherheitseinstellungen, ich sage hier in diesem Fall Ja und dann wird das Ganze installiert. Nach der Fertigstellung drücken wir Finish und ich habe hier am Desktop bereits eine Verknüpfung, öffne das Ganze und wir sind bereits auf unserer Benutzeroberfläche. Vorab möchten wir ein paar Einstellungen tätigen, die finden wir an auf Datei, Dokumenteinstellungen. Hier könnt ihr zum Beispiel unsere Arbeitsfläche ändern von A4 auf A3. Hier könnten wir Hilfslinien erstellen oder Gitter, rechteckige, wie ihr hier seht. Hier könnt ihr diese Hilfslinie wieder entfernen. Axonometrische Hilfslinien entfernen wir auch wieder. Und nur, dass ihr wisst, wo ihr das dann auch anfindet, wenn ihr es benötigt. Dann gehen wir auf Bearbeiten und Einstellungen. Und hier wird es jetzt besonders interessant unter Benutzeroberfläche, Thema. Hier könnt ihr zum Beispiel die Farbe eurer Benutzeroberfläche ändern. Ich bleibe jetzt einmal bei High Kontrast. Hier könnte ich auch die Schriftgröße ändern und den Kontrast und so weiter und so fort. Dann gehen wir weiter zu den Leisten. Hier ist das besonders wichtig. Hier seht ihr links eure Werkzeuge eingeblendet und wenn hier das eine oder andere Werkzeug nicht eingeblendet ist, dann kann ich nur empfehlen, blendet hier unter Leisten alle eure Werkzeuge ein. Weiters für mich wichtig ist die Symbolgröße in der Werkzeugleiste, die stelle ich auf 300% und dasselbe mache ich bei Symbolgröße in Einstellungsleiste. Und der nächste ganz wichtige Punkt, den ihr euch merken sollt, ist Einrasten Kontrollleiste. Hier habe ich vorab vereinfacht eingestellt. Warum, zeige ich euch jetzt sofort. Ich schließe das jetzt ganz kurz. Hier oben seht ihr dieses Einrasten-Werkzeug, das kann man deaktivieren und aktivieren. Das benötigen wir zum Beispiel, wenn wir hier ein Rechteck zeichnen und dann zeichnen wir noch ein Rechteck. Müsst ihr jetzt nicht mitmachen, ich zeige euch das jetzt nur mal, warum dieses Werkzeug so wichtig ist. Ihr seht, hier kann ich hier genau an die Ecke dieses zweite Objekt setzen oder genau an die Kante und es rastert von selbst ein. Wenn ich das deaktiviere, dann habe ich das Problem, ich
muss mir diesen Punkt selbst suchen. Es gibt kein Einrasten. Also das würde ich vorab einmal aktivieren. Ja, nun sind wir bereits auf unserer Benutzeroberfläche von Inkscape. Damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt, ich habe hier links diese Werkzeugleiste, zu der wir später noch kommen werden. Die Menüleiste hier oben. Je nach Werkzeug ändert sich oben diese Menüleiste. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit auf Datei. Hier kann ich noch Projekte oder Objekte importieren. Speichern kann ich das Ganze. Und natürlich, ganz wichtig, exportieren. Unter Bearbeiten findet ihr die verschiedensten Möglichkeiten an, die ich allerdings meistens mit Shortcuts, mit Tastenkürzeln ersetze. Falls ihr ein Tastaturkürzel vergesst, könnt ihr diese auch hier finden. Ansicht ist klar, Ebenen, hier kann man mit Ebenen arbeiten. Auf das werden wir heute in diesem Video weniger eingehen oder gar nicht. Objekt, Pfad, ja, und hier Text ganz wichtig, da werden wir heute auch noch ein bisschen arbeiten. Und hier noch verschiedene Filter. Das Thema werden wir heute auch noch kurz anstreifen. Ja, und nun beginnen wir mit unserem ersten Objekt. Ich möchte hier unser Rechteckwerkzeug angreifen, tippe hier mit der linken Maustaste drauf und ziehe mal mit der gedrückten linken Maustaste dieses Objekt auf. Und wenn mir das gefällt, dann lasse ich die linke Maustaste einfach los. Und schon haben wir unser erstes gemeinsames Objekt. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht so ausschaut wie bei mir. Um das Ganze zu ändern oder anzupassen, müssen wir noch folgende Änderung vornehmen. Ich gehe hier oben auf Auswahlwerkzeug, nehme mit der gedrückten linken Maustaste unser Objekt, tippe da drauf und gehe mal so ein bisschen nach unten. Und hier unten seht ihr schon die Farben eingeblendet. Ich setze da jetzt einmal eine Kontur. Nicht schrecken, ich komme gleich dazu und zeige euch das ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir eine grüne Farbe als Füllung und eine blaue als Kontur. Die kann ich jederzeit ändern. Ich kann hier unten bei diesen Farben mich austoben und jederzeit diese Farbe ändern. Ich kann diese Füllung auch entfernen, indem ich sage, ich möchte nur diese Kontur haben, tippe ich hier auf dieses rote Xl auf weißem Hintergrund und somit habe ich ein Rechteck ohne Füllung und nur mit der Kontur. So, jetzt möchte ich die Farbe wieder einfügen, nehme hier ein Rot und jetzt möchte ich mit der gedrückten Shift-Taste eine Kontur einfügen. Und ihr seht, jetzt haben wir schon eine Kontur. Die Kontur kann ich hier ändern, indem ich hier unten auf Breite der Kontur einmal da mit der linken Maustaste drauf tippe und schon erscheint hier oben rechts das Register Muster der Kontur. Und hier kann ich mit der Kontur nach oben fahren oder nach unten, kann das auch auf Pixel umstellen zum Beispiel und kann mir das gewünschte Ergebnis anpassen. Die Kontur kann ich auch noch ändern. Hier seht ihr die verschiedensten Möglichkeiten, die ich jetzt aber außen vor lasse. Ich möchte eine Linie haben, etwas feinere Kontur. Jetzt ziehe ich mit der gedrückten linken Maustaste unser Objekt wieder auf unsere Arbeitsfläche und ich sage, ich möchte die Proportionen beibehalten, allerdings das ganze Rechteck etwas kleiner haben. Jetzt drücke ich die Steuerungstaste und ziehe mir das einfach so ein bisschen kleiner. Und habe die Proportionen beibehalten, allerdings das Objekt verkleinert. Wie gesagt, einmal drauf tippen, bis sich diese Pfeile so verändern, Steuerungstaste und kleiner oder größer ziehen. Nun kann ich hergehen und dieses Objekt, das möchte ich duplizieren. Dazu drücke ich die Steuerungstaste und dazu D wie duplizieren. Und jetzt haben wir schon den Vorteil, dass wir hier oben rechts unser Einrastenwerkzeug aktiviert haben und können hier haargenau
Linie an Linie setzen oder Ecke an Ecke oder Kante an Kante. Dupliziere das Ganze noch einmal, Steuerung D und kann dann das Ganze hier unten hinsetzen. Könnt jetzt diese 4 mit der gedrückten Maustaste markieren und alle 4 gleichzeitig den Inhalt ändern. Dann hätten wir schon so ein Fensterkreuz für ein Haus eventuell. Aber das sind weiterhin alles einzelne Objekte, die wir auch gruppieren könnten. Dazu markiere ich wieder alle 4 Objekte mit der gedrückten linken Maustaste, drücke Steuerung und G und schon haben wir das Ganze gruppiert. Könnt ihr auch hier oben unter Objekt gruppieren oder in meinem Fall jetzt Gruppierung aufheben. Mit der gedrückten Steuerungstaste, wenn ich diese beiden jetzt nur diese beiden linken Objekte verschieben möchte, allerdings auf gleicher Linie bleiben möchte, drücke ich die Steuerungstaste und ziehe mal mit der gedrückten linken Maustaste das Objekt einfach nach links oder nach rechts weg und bleibt trotzdem hier unten auf der gleichen Höhe. Ohne gedrückter Steuerungstaste würde das Ganze dann so ausschauen. Nun möchten wir gemeinsam ein Quadrat erstellen. Drücke hier wieder mit der linken Maustaste auf Rechteckwerkzeug, drücke die Steuerungstaste, bleib auf der Steuerungstaste und ziehe mal hier so ein Quadrat auf mit der gedrückten linken Maustaste. Jetzt könnte ich hergehen und auch die Ecken mit RX oder RY abrunden. Ihr seht, da könnte man das Ganze auch abrunden. Das lassen wir jetzt einmal außen vor, nur dass ihr das gesehen habt. Hier haben wir auch die Kontrolle, dass das auch wirklich ein Quadrat ist, 70,302. Ändern jetzt einmal auf 70 und da machen wir auch 70. Das kann man natürlich auch alles händisch machen. Jetzt haben wir das ein wenig verkleinert. Ich könnte dieses Objekt jetzt auch drehen. Tippe jetzt einmal mit der linken Maustaste auf die Arbeitsfläche, auf die leere, dann auf das Objekt, jetzt eben zum Vergrößern und Verkleinern. Und wenn ich noch einmal drauf tippe mit der linken Maustaste, dann kann ich das Ganze drehen. Zum Beispiel auch mit der gedrückten Steuerungstaste, da habe ich mehr Kontrolle, oder ich mache das Ganze einfach händisch. Mit der gedrückten Steuerung und Z-Taste kann ich das Ganze rückgängig machen. Auch die Größe des Objekts mache ich wieder rückgängig. Ja, und das haben wir einmal mit diesem Rechteck erstellt. Nun möchten wir gemeinsam weiterschauen zu den Ellipsen und Kreisen. Da funktioniert das Ganze ziemlich gleich wie bei den Quadraten und Rechtecken. Ich markiere jetzt einmal mit der linken Maustaste unser Ellipsenwerkzeug, ziehe mal mit der gedrückten linken Maustaste hier eine Ellipse auf. Und mit der gedrückten Steuerungstaste ziehe ich meinen Kreis auf. Ich kann mir das Ganze dann auch kontrollieren, ob das jetzt auch wirklich ein Kreis ist mit der gedrückten Steuerungstaste, indem ich hier oben hinschaue. Die X-Achse und die Y-Achse sind ident vom Wert her, in diesem Fall Millimeter, und somit ist das Ganze ein Kreis. Ich kann das jetzt hier oben auf der Y-Achse zum Beispiel verändern und dann wird das Ganze wieder zu einer Ellipse. Das Ganze hier funktioniert wieder gleich wie bei den Rechtecken und Quadraten mit unseren Farben, also mit der Füllung. Mit der gedrückten Shift-Taste kann ich eben wieder die Kontur ändern oder die Kontur entfernen mit Shift und diesem Xl hier, und mit Shift und einer Farbe kann ich hier wieder eine Farbe hinzufügen. Das ist hier der ganze Zauber. Ein weiteres Werkzeug ist das Sternwerkzeug, Sterne und Polygone. Da kann ich einmal drauf tippen. Ihr seht hier oben gewöhnliches Viereck, Polygon, Sternwerkzeug, und ich gehe mal auf Polygon und ziehe mal hier so eine Figur auf. Mit der gedrückten Steuerungstaste kann ich hier diese Flucht genau senkrecht halten, und wenn ich hier ein Polygon aufziehe ohne der gedrückten Steuerungstaste, dann kann ich das frei drehen.
Wenn ich hier noch einmal das Sternwerkzeug auswähle, kann ich hier auf Stern statt ein gewöhnliches Viereck auswählen. Da tippe ich einmal drauf. Hier kann ich die Ecken einstellen und hier habe ich das Sternwerkzeug aktiviert. Ich kann jetzt hergehen und die Spitzenverhältnisse ändern. Das schaut dann schon mehr aus wie ein Stern. Ihr seht das hier oben. Gehe ich dann nach unten und kann auch die Eckenanzahl verändern. Geht dann noch ein bisschen nach unten. Dann gefällt mir das nicht besonders. Jetzt gehe mal der hier nach unten weg und sage, ich möchte diese Kontur entfernen. Shift-Taste und unser rotes Xl auf weißem Hintergrund. Markiere wieder unser Werkzeug, unser Sternwerkzeug und möchte das wieder ändern auf 6 Ecken. Das ist der ganze Zauber. Ihr seht, hier haben wir schon bereits einen Stern gezeichnet. Nun aber möchten wir mit dem Erlernten unser erstes gemeinsames Projekt starten. Es sollte dann schlussendlich ein Baum rauskommen mit einem Baumstamm. Also eine ganz einfache Zeichnung. Schauen wir, ob wir das schaffen. Ich wähle hier jetzt dieses Rechteckwerkzeug aus und ziehe mir hier so ein Rechteck auf. Das soll dann unser Baumstamm sein. Da möchte ich dann einen Braunton. Dann gehe ich hier nach unten. Hier, ja, das gefällt mir ganz gut. Ziehen wir hier das wieder nach oben weg. Und jetzt erstellen wir gemeinsam einen Kreis. Aktiviere hier dieses Ellipsenwerkzeug, drücke die Steuerungstaste und ziehe mir hier so einen Kreis auf. Die Farbe gefällt mir jetzt nicht, das haben wir ja schon gelernt, das ändere ich auf grün. Vielleicht ein bisschen dunkler. Dann dupliziere ich das Ganze, diesen Kreis mit Steuerung D wie Dora. Lass dieses Duplikat jetzt drauf liegen, drücke die Steuerungstaste. Noch einmal Steuerung D, also dupliziere das noch einmal, drücke die Steuerungstaste und mit der gedrückten linken Maustaste ziehe ich das Ganze so weg. Dann markiere ich hier mit der gedrückten Shift-Taste 2 Kreise, Steuerung und D und ziehe mir das mit der gedrückten linken Maustaste hier so nach oben weg. Ja, und das soll dann unsere Baumkrone sein. Und die setze ich jetzt auf unseren Baumstamm. Das Ganze kann ich jetzt hier mit den Pfeilen verändern. Dann ist es natürlich kein Kreis mehr. Wenn mir das nicht gefällt und ich möchte das rückgängig machen, Steuerung Z haben wir schon gelernt. Möchte ich die Proportionen beibehalten, drücke ich die Steuerungstaste und mache das kleiner oder größer. Und somit haben wir schon einen Baum gezeichnet. Könnt ihr das Ganze noch einmal duplizieren, Steuerung und D, setzen wir da hier noch so eine Krone auf. Damit diese Baumkrone hier jetzt ganz mittig auf unserem Baumstamm ist, möchte ich hier zuerst einmal unsere Baumkrone gruppieren. Das sind jetzt ja lauter einzelne Kreise. Dazu drücke ich Steuerung und G wie gruppieren. Setzen wir das dann hier so her. Ziemlich schlampig, absichtlich. Markiere jetzt diesen Baumstamm mit der gedrückten Shift-Taste und die Baumkrone. Beides ist markiert. Und jetzt gehe ich her, ziehe mir diesen Baum dann nach oben weg. Und jetzt gehe ich her und drücke Objekt, Ausrichten und Verteilen. Ihr seht jetzt, unsere Baumkrone ist gruppiert. Der Baumstamm ist hier nicht mittig. Und jetzt möchte ich aber, dass dieser Baumstamm genau in der Mitte dieser Baumkrone ist. Da gehe ich jetzt her und sage vertikal zentrieren. Und ihr seht, der Baumstamm ist jetzt hier genau in der Mitte. Möchtet ihr jetzt hier in der Gruppierung noch was verändern, könnt ihr hierher gehen, auf Objekt, Gruppierung aufheben. Und dann haben wir wieder lauter einzelne Teile. Wenn ihr jetzt einen Fehler gemacht habt, so wie ich jetzt, drücke ich Steuerung und Z und unsere Baumkrone sitzt jetzt wieder perfekt auf dem Stamm. Ja, nun haben wir bereits unser erstes gemeinsames Projekt
abgeschlossen. Eine ganz einfache Figur aus Kreisen und einem Rechteck. Nun zu einem weiteren Werkzeug. Ich ziehe dazu wieder ein paar Kreise auf mit der gedrückten Steuerungstaste. Duplizieren wir die, Steuerung D, Steuerung D, Steuerung D. Mit der gedrückten Steuerungstaste ziehe ich das Ganze dann immer so ein bisschen nach rechts weg. Markieren wir die alle, sage ich möchte hier eine Konturarm, eine schwarze, Shift und schwarz, und dann habe ich hier diese Kreise, die möchte ich jetzt schön verteilen. Unter Objekt ausrichten und verteilen. Dann kann ich hier das Ganze horizontal mit gleichem Abstand verteilen. Jetzt möchte ich hier diese Füllung entfernen. Drücke jetzt nur dieses XL und jetzt habe ich die Füllung bereits entfernt. Das heißt, das ist jetzt transparent. Jetzt möchte ich hergehen und hier einzelne Teile entfernen. Kommt dann jetzt noch drauf, ich möchte doch noch eine Farbe haben, eine Farbe Rot zum Beispiel. Ich möchte jetzt einzelne Teile entfernen. Schau, dass hier alles markiert ist. Und dann gehe ich hier oben auf Formerstellungswerkzeug. Und dann kann ich hier hergehen, kann ich hier ein Pluszeichen oder ein Minuszeichen auswählen. Ich versuche mal dieses Minuszeichen, tippe dann hier drauf und entferne hier diese Mitte. Wenn ich zufrieden bin, gehe ich wieder auf unser Pfeilsymbol, das Auswahlwerkzeug, schaue, dass weiterhin alles markiert ist, drücke mit der linken Maustaste drauf und ziehe das dann unten nach unten weg. Das schaut dann so aus. Das Original bleibt unangetastet, nur diese Veränderung hier habe ich mitgenommen. Dann markiere ich noch einmal unsere Kreise, jetzt mache ich das Ganze umgekehrt. Formerstellungswerkzeug, dann gehe ich hier auf Plus, sage ich möchte dieses Teil und dieses Teil soll überbleiben. Ja, und dann nehmen wir noch die zwei äußeren dazu. Und dann gehe ich hier auf unser Auswahlwerkzeug, schaue, dass wieder alles markiert bleibt, gehe mit der linken Maustaste drauf und ziehe mir dann mit der gedrückten linken Maustaste das Ganze hier weg. Das sind hier jetzt einzelne Teile, wie ihr seht. Das könnte ich jetzt auch noch entfernen. Und ja, das ist ein super hilfreiches Tool, wenn ihr irgendwelche Formen machen möchtet. Und ihr seht, das schaut auch ziemlich gut aus. Ich kann hier jetzt noch einmal sagen, ich möchte hier meine Kontur ein bisschen nach unten fahren. Seht hier unten Kontur. Tippe ich einmal drauf, die 2,67 sind mir zu stark. Dann gehe ich hier drauf und gehe mit der Breite ein bisschen nach unten. Ja, das schaut schon ein bisschen zarter aus, das Ganze. Ihr seht, hier bleibt uns das Original immer erhalten bei dieser Version. Das war bei den Vorgängerversionen meines Wissens nach nicht der Fall. Nun zu einem nächsten ganz wichtigen Werkzeug. Das ist unser Textwerkzeug. Wir beginnen ganz einfach hier mit dem Aktivieren unseres Werkzeugs. Textwerkzeug markiere ich und tippe hier oben einmal hin und dann könnte ich schon losschreiben. In diesem Fall schreiben wir Inkscape. Dann kann man das Ganze größer oder kleiner ziehen mit der gedrückten Steuerungstaste. Haben wir bereits gelernt bei den anderen Figuren. Passt. Hier habe ich wieder das Problem. Wir haben das bereits gelernt. Muster der Kontur. Da fahre ich ein bisschen nach unten. Das gefällt mir so nicht. Ja, das schaut schon bedeutend besser aus. Und hier haben wir schon einen wunderbaren Schriftzug. Ich gehe jetzt heute nicht in die komplizierten Details, dazu habe ich ja schon sehr viele Videos gemacht, Schriften biegen und etc., anformen, anfügen. Ich zeige euch jetzt das Einfachste. Ich möchte hier jetzt einfach einen Kreis machen, drücke die Steuerungstaste wieder, ziehe diesen Kreis auf. Hier entferne ich die Farbe mit unserem XL.
Da markiere ich jetzt unsere Schrift und unseren Kreis mit der gedrückten Shift-Taste und dann gehe ich hier unter Text an Pfad ausrichten. Ihr seht, hier haben wir Inkscape genau an diesem Kreis montiert. Wenn mir das Ganze nicht gefällt, tippe ich jetzt einmal auf diesen Kreis, bis diese Pfeile hier erscheinen und dann drehe ich mir das Ganze einfach und schaue, dass das hier so halbwegs in der Waagerechten ist. Das ist hier jetzt der ganze Zauber. Möchte ich diesen Kreis entfernen, wenn ich hier jetzt auf Entfernen gehe, ja, dann steht Inkscape wieder in der Waagerechten. Steuerung und Z den Schritt Retour machen. Was kann ich jetzt machen, dass Inkscape in dieser gebogenen Form bleibt? Ich markiere unseren Text hier, gehe oben auf Pfad und Objekt im Pfad umwandeln. Der Nachteil ist jetzt, wenn ich mich verschrieben habe oder einen anderen Text hinzufügen möchte, dann kann ich das jetzt nicht mehr ändern, denn das sind jetzt Pfade. Den Kreis kann ich dann ganz normal markieren und mit der Entfernungstaste entfernen. Nun kommen wir zu einem weiteren Herzstück von Inkscape und zwar die Pfadwerkzeuge. Wenn ihr hier oben in der Menüleiste schaut unter Pfad, dann seht ihr hier die verschiedenen Möglichkeiten, Objekte zu bearbeiten. Und das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam nach und nach durchgehen. Und wir beginnen mit einem kleinen Rechteck. Vielleicht nehmen wir eine andere Farbe und eine kleine Kontur und setzen dann noch einen kleinen Kreis dazu. Schnappen wir das mit dem Auswahlwerkzeug, diesen Kreis, und schaue, dass das Ganze ein bisschen überlappt. Dann schaue ich, dass ich beide Figuren markiere. Jetzt gehe ich auf Pfad und Vereinigung und ihr seht das Ergebnis. Und jetzt versuchen wir mit der gleichen Figur das Differenzwerkzeug auszuprobieren. Pfad, Differenz. Und ihr seht den Unterschied zur Vereinigung. Überschneidung, Pfad, Überschneidung. Hier haben wir exklusiv, Pfad, exklusiv. Ihr seht hier wird diese Überlappung ausgespart. Das nächste wäre die Division. Pfad, Division, auch hier seht ihr dieses Ergebnis. Pfad zerschneiden, auch ein interessantes Ergebnis. Hier werden genau die Punkte, an denen sich diese beiden Figuren berührt haben, eben zerschnitten. Dadurch gibt es jetzt auch keine Füllung mehr. Da möchte ich das Ganze kombinieren. Was ist da der Unterschied zur Vereinigung? Beides markieren, Pfad kombinieren. Ihr seht, auch hier wird das Ganze eben vereinigt, allerdings mit den Konturen. Alles, was hier vorab schon gezeichnet wurde, wird hier kombiniert, im Gegensatz zur Vereinigung. Das nächste ist auch ein interessantes Werkzeug. Markiere ich beide, Pfad auf Sichtbares reduzieren. Und das Spannende daran ist, hier wird wirklich alles auf das reduziert, was man vorab sieht, inklusive der Konturen. Nun möchte ich ein weiteres Werkzeug ausprobieren, das zwar das Zersplittern. Hier haben wir einen Stern, da geben wir eine andere Farbe und dann nehmen wir noch so ein Oval, da nehmen wir auch eine andere Farbe, Orange. Mit der Bildtaste nach unten kann man diese Figuren nach vorne oder nach hinten schieben. Ihr seht das. Das Ganze geht auch hier, wenn ich das Objekt hier berühre, könnte ich auch hier gehen, hier oben mit der Pfeil nach unten Taste beziehungsweise nach oben. Da gibt es eben noch den Unterschied, das gewählte Objekt ganz nach oben oder schrittweise nach oben. Auch ein spannendes Werkzeug, das ich euch hier so nebenbei zeigen kann. Dann markiere ich diese drei Figuren und gehe auf Pfad, zersplittern. Und jetzt seht ihr, überall, wo sich diese Pfade berührt haben, sind jetzt einzelne Teile entstanden. Ja? Auch ein spannendes Werkzeug, wie ich meine. Und nun möchte ich noch zu den Farbverläufen kommen. Auch ein ganz wichtiges Werkzeug, das
Inkscape hier bietet. Dazu ziehe ich einfach mal so ein Rechteck auf. Hier haben wir schon eine Farbe und eine Kontur. Allerdings ist mir das Ganze zu wenig. Ich möchte hier einen Farbverlauf haben, einen ganz einfachen Farbverlauf. Dazu seht ihr hier links das Farbverlaufswerkzeug. Und da tippe ich einmal drauf. Und dann mit der gedrückten linken Maustaste ziehe ich hier die Linie hier zum Beispiel von links nach rechts weg. Okay, jetzt haben wir dieses Ockerbraun ins Weiß gehende, diesen Übergang. Ich könnte jetzt sagen, hier dieser Kreis ist markiert, den möchte ich allerdings blau haben. Und wenn ich dieses Quadrat hier markiere, das möchte ich grün haben. Ihr seht, dann geht das von grünlichen über ins Blaue. Ich kann dieses Quadrat auch markieren und mit der gedrückten linken Maustaste bewegen und verschieben. Dasselbe kann ich auch mit diesem Kreis machen. Ihr seht hier die verschiedenen Ergebnisse. Das ist noch nicht alles. Ich möchte jetzt noch hier in der Mitte einen weiteren Farbton haben. Dazu fahre ich mit der Maus einfach hier über dieses Objekt hin zu unserem Farbverlauf, bis eben dieses kleine Plus erscheint. Ihr seht das hier. Und dann tippe ich zweimal drauf. Und hier haben wir, wie von Zauberhand, wieder ein kleines Quadrat und dem könnte ich wieder eine Farbe zuweisen. Ihr seht, hier haben wir jetzt von einem Türkisen ins Orange, ins Blaue, diesen Farbverlauf. Dann könnte ich wieder mit der gedrückten linken Maustaste verschieben und jederzeit eben verändern. Das Ganze könnte ich jetzt beliebig oft fortführen. Hier noch ein Gelb und so weiter und so fort. Das ist jetzt der einfache Farbverlauf. Ich habe einige Videos schon gemacht über Farbverläufe. Die könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal ansehen. Ja, nun sind wir schon bald am Ende des Videos angelangt und ich möchte euch noch ein paar interessante Inkscape-Möglichkeiten näher bringen. Zum Beispiel habe ich hier dieses Foto auf Pixabay gefunden und ich möchte hier vorab einmal mit dem Bezier-Werkzeug, das Bezier-Werkzeug, ein mächtiges Werkzeug von Inkscape. Ihr seht, hier könnt ihr freie Figuren machen. Zack, und hier habt ihr die Möglichkeit, freie Formen zu machen. Auch hier gilt, man kann die Farbe und die Konturen ändern. Nach Lust und Laune. Könnte hier jetzt noch die Form nachträglich verändern. Eine sehr spannende Möglichkeit. Für was man es noch verwenden kann, ist zum Beispiel für Ornamente. Ich gehe mal hierher, erstelle einen Spiro-Pfad und gehe hier auf Form und nehme hier zum Beispiel Ellipse. Dann mache ich jetzt hier ein paar Formen. Ihr seht, ich tippe hier einfach überall dort, wo ich eine Kurve machen möchte. Die kann ich dann jederzeit verändern. Und wenn ich sage, jetzt bin ich zufrieden, dann tippe ich einfach mit der linken Maustaste und am Ende mache ich mit einem Doppelklick Schluss. Ihr seht, hier habe ich bereits einige ellipsenförmige Elemente gemacht. Könnte jetzt auch hierher gehen, markiere hier alle, drücke STRG D wie duplizieren, fahre hier mit der gedrückten linken Maustaste und der gedrückten Steuerungstaste hier nach rechts weg und spiegeln wir das um, das Ganze horizontal umkehren. Also ich habe mir jetzt überhaupt keine besondere Mühe gegeben und trotzdem schaffen wir es hier in kürzester Zeit ein nettes Ornament zu schaffen. Jetzt markiere ich diese beiden, STRG D wie duplizieren, gehe wieder auf Steuerung, ziehen wir das in diesem Fall nach unten weg,
mit der gedrückten Steuerungstaste und dann vertikal umdrehen und ja, ich habe hier bereits dieses Ornament und könnte das Ganze jetzt auch wieder verbinden und so weiter und so fort. Was ich noch kann mit dem Bezier-Werkzeug, ich nehme hier einmal das Zeichenwerkzeug Bezier, erstelle gewöhnlichen Bezier-Pfad und statt Ellipse nehme ich jetzt keine. Und ich möchte hier diesen Herrn ausschneiden oder nur Teile eines Bildes ausschneiden. Ich gebe mir jetzt auch hier jetzt keine besondere Mühe, gehe jetzt nicht besonders ins Detail. Ich möchte euch nur die Technik zeigen, was hier mit Inkscape möglich ist. Jetzt habe ich das Teil, was ich aus dem Bild haben möchte am Ende. Markiere jetzt beide Abschnitte, also sprich das ganze Foto und meine Auswahl, die ich mit dem Bezier Kurvenwerkzeug getätigt habe. Danach gehe ich auf Objekt und Ausschneidepfad, Ausschneidemaske setzen. Und schon haben wir jetzt dieses Bilddetail ausgeschnitten. Das sind so einige Möglichkeiten, die man mit dem Bezier-Werkzeug machen kann. Wenn ich da drüber fahre, hier steht eben Zeichenwerkzeug, Bezier, Kurven und gerade Linien zeichnen. Der nächste Punkt ist, ich kann hier aus einem normalen Foto, das ich vom Pixabay runtergeladen habe, ein kleines Kunstwerk schaffen. Ich markiere dieses Foto, gehe danach auf Pfad, Bitmap nachzeichnen, dann gehe ich hier nach rechts weg mit dem Bild und ihr seht hier schon die Möglichkeiten, die ich hier habe. Die Einstellungen, die ich für dieses Foto getätigt habe, seht ihr hier. Erstens habe ich den Helligkeitsschwellwert gewählt, kann natürlich auch auf Kantenerkennung gehen und hier bei den Werten meine Einstellungen tätigen. Ich bleibe jetzt einmal beim Helligkeitsschwellwert und den kann ich jetzt hier verändern, nach oben, nach unten, je nach Geschmack und Belieben. Unten kann man die Vorschau einschalten bzw. laufend aktualisieren. Hier, das kann ich auch ausschalten. Ich lasse das standardmäßig eingeschaltet, dann sehe ich immer sofort das Endergebnis. Wenn ich mit dem Ganzen zufrieden bin, gehe ich auf Anwenden und mit der gedrückten linken Maustaste ziehe ich das Ergebnis einfach vom Original runter. Und das Ganze schaut dann so aus. Jetzt noch ein wichtiger Punkt. Ich möchte mein Ergebnis abspeichern. Dazu markiere ich jetzt unser Bild, unser Ergebnis. Danach gehe ich auf Datei, Exportieren. Und hier ist eben wichtig, dass man die richtigen Einstellungen wählt. Erstens kann man hier mal die Größe wählen. In diesem Fall habe ich hier eine Vektorgrafik. Ich könnte diese jetzt verlustfrei in allen Größen abspeichern. Wenn ich dann am Ende reinzoome, habe ich ein verlustfreies Bild, egal wie groß oder wie klein es ist. Und danach wird es jetzt noch wichtig, was möchte ich eigentlich abspeichern. Es könnte auch sein, dass hier noch ein Rechteck versteckt ist, irgendwie im Hintergrund. Bildtaste nach unten. Zum Beispiel hier ein Rechteck versteckt ist und ich möchte jetzt beides abspeichern bzw. exportieren ohne dem Hintergrund. Dann muss ich hier nur ausgewählte Objekte exportieren. Wenn ich das Häkchen wegmache, dann wird hier auch die Arbeitsfläche mit exportiert. Also nur ausgewählte Objekte exportieren, wähle ich jetzt und dann kann ich hier unten auf Exportieren gehen, suche mir hier noch den Speicherort aus und ganz wichtig, als was ich das Ganze abspeichern möchte, also PDF, JPEG. Ich nehme meistens standardmäßig das PNG-Format und gehe dann, wenn ich hier zufrieden bin mit meinen Einstellungen, mit meinem Speicherort, auf Exportieren. Ja, nun sind wir schon fast am Ende des Videos angelangt und ich möchte mit euch gemeinsam noch, wenn ihr Lust habt, ein kleines Projekt starten, so eine Art Batman. Ich bin jetzt zeichnerisch nicht besonders begabt, aber
Der Sinn dahinter ist, dass wir einige Werkzeuge hier jetzt verwenden können und es kann euer Schaden nicht sein, wenn ihr hier einfach mitmacht. Egal wie das Ergebnis am Ende aussieht, es geht darum, dass ihr die Werkzeuge besser kennenlernt und euch damit vertraut macht. Also wir beginnen einfach einmal mit unserem Ellipsenwerkzeug und ziehen wir hier einmal ein Oval auf. Das Ganze möchte ich jetzt schwarz färben und mit einer gelben Kontur, das haben wir schon gelernt, mit der Shift-Taste und einen Gelbton. Jetzt möchte ich eine weitere Ellipse zeichnen. So in etwa diese Größe möchte ich haben. Danach ziehe ich mir ein Rechteck auf. Das lege ich jetzt über diese Ellipse drüber, markiere beide Objekte, also dieses Rechteck, das jetzt eigentlich schon keines mehr ist. Wenn ihr das Problem auch habt, dann könnt ihr einfach hergehen und einen Doppelklick machen und hier oben diese, in meinem Fall RX-Achse auf 0 setzen. Und dann haben wir wieder ein schönes Rechteck. Und jetzt möchte ich dieses Rechteck und diese Ellipse markieren. Danach gehe ich auf Pfad und Differenz. Und dann haben wir dieses Ergebnis. Hier möchte ich jetzt die Kontur entfernen mit der gedrückten Shift-Taste und das kleine rote X unten bei den Farben auf weißem Hintergrund. Dann habe ich hier die Kontur entfernt. Möchte das etwas größer ziehen. So, ja, das passt mir jetzt so gut. Dann drücke ich die Steuerung und D wie duplizieren. Gehe jetzt auf die Steuerungstaste, ziehe mir das jetzt ein bisschen nach rechts weg. Wie weit ist jetzt nicht so genau. Dann gehe ich hier oben auf horizontal umkehren. Und nun möchte ich diese beiden Figuren hier draufsetzen, in etwa diesem Abstand. Danach gruppiere ich diese beiden Figuren, Steuerung und G. Ihr seht, das ist jetzt gruppiert. Jetzt markiere ich dieses Oval dazu mit der gedrückten Shift-Taste oder ich kranzel mir das Ganze hier mit der gedrückten linken Maustaste ein. Gehe dann auf Objekt, Ausrichten und Verteilen und hier findet ihr vertikal zentrieren. Und dann ist das hier genau in der Mitte. Okay, das passt mir jetzt so. Jetzt ziehen wir uns ein Rechteck auf hier unten, so in dieser Größe. Nun möchten wir unsere Ecken abrunden. Gehe auf unser Auswahlwerkzeug, mache hier einen Doppelklick auf unser Rechteck und hier oben seht ihr jetzt bei RY oder RX, da könnt ihr jetzt das Ganze abrunden. So, in meinem Fall habe ich 11,2 eingestellt, falls ihr das gleiche haben wollt. Dann möchte ich dieses ehemalige Rechteck gelb einfärben. Dann ziehe ich das noch ein bisschen in die Länge, so in etwa. Und mache jetzt ein Duplikat, Steuerung und D und legen wir das Ganze so circa dazu. Jetzt markiere ich diese beiden Figuren, mache einen Doppelklick drauf, klicke dann noch einmal drauf und ziehe mir das dann mit der gedrückten Steuerungstaste hier so zweimal nach links weg. Wenn ich diese Figur habe, gehe ich damit hier so circa her. Ihr könnt vielleicht schon die Flügel unserer Batman-Fledermaus erkennen. So circa gehe ich her. Dann dupliziere ich das Ganze mit Steuerung und D. Bleibe auf der Steuerungstaste, gehe dann nach rechts weg mit der gedrückten linken Maustaste und der Steuerungstaste. Die Figur bleibt markiert. Jetzt gehe ich hier oben auf horizontal umkehren und ziehe mir das dann hier, hoppala, wenn ihr einen Fehler macht, einfach Steuerung und Z.
Habe vergessen, die Steuerungstaste zu drücken und gehe dann hier so in die Mitte rein, bis sich diese beiden Figuren etwas berühren. Schau, dass jetzt alle 4 Figuren markiert sind. Gehe auf Steuerung und G. Jetzt habe ich eine Gruppe gemacht daraus und schau, dass ich hier circa in der Mitte bin. Verkleinere das Ganze etwas. Noch etwas. Markiere ich diese beiden Figuren hier oben plus dieses Oval und gruppiere auch dieses, Steuerung und G. Und jetzt werde ich diese beiden Gruppen markieren, also diese Gruppe hier unten plus die andere Gruppe sind jetzt markiert und dann gehe ich hier auf vertikal zentrieren. Jetzt ist das ganz genau in der Mitte. Ich möchte das doch noch ein bisschen breiter machen, habe ich bemerkt. So circa. Und jetzt kann ich das Ganze noch einmal beide Gruppen markieren und noch einmal vertikal zentrieren. Okay, das Ergebnis schaut schon ganz gut aus. Nun markiere ich hier das gesamte Bild, so wie es jetzt ist, und gehe zu unserem Werkzeug, Formerstellungswerkzeug. Schau, dass hier oben das Minus aktiviert ist, Formerstellung entfernen, und jetzt entferne ich alle Teile, die ich nicht mehr benötige. Nun gehe ich wieder auf unser Auswahlwerkzeug, markiere diese Figur, die übrig bleibt, und mit der gedrückten linken Maustaste fahre ich dann so nach unten weg. So, jetzt möchte ich diese Kontur auch nicht mehr haben, die entferne ich jetzt auch mit Shift und X. Und jetzt möchte ich noch diese Fledermausohren erzeugen. Und jetzt markiere ich dazu unsere Figur, die übrig geblieben ist. Dann hier oben Knotenwerkzeug. Und ihr seht hier den Punkt in der Mitte. Drückt die Steuerungstaste und die linke Maustaste und zieht es dann so nach unten weg. Ja, und schon haben wir unsere kleine Fledermaus, unseren Batman, wenn ihr wollt. Jetzt kann ich noch hergehen und ein Oval darüber legen, so circa ein gelbes Oval mit der Bildtaste nach unten. Schau, dass das markiert bleibt, markiere unsere Fledermaus dazu, gehe dann auf vertikal zentrieren und horizontal zentrieren, und jetzt ist diese Fledermaus genau in der Mitte. In diesem Fall möchte ich noch eine Kontur, wieder Shift und Schwarz. Wenn ihr nicht zufrieden seid und mit dem Oval näher kommen wollt, der Fledermaus, Steuerung und Shift-Taste, dann bleiben die Abstände und erhalten, so, und könnt das Ganze etwas kleiner ziehen. Ja, nun haben wir schon einige Werkzeuge gebraucht hier und ich hoffe, das war eine gute Übung für euch. Ich hoffe, ich konnte euch Inkscape etwas näher bringen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo umso mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba, Servus und auf Wiedersehen.